Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Maya Jochen und ich bin die erste Vorsitzende des Assyrischen Jugendverbandes Mitteleuropa in Nordrhein-Westfalen. Und ich sitze hier zusammen mit einer sehr wichtigen Person für dieses Projekt, über das wir heute mit euch sprechen wollen, und zwar mit Akadina. Hi, ich bin Akadina Zozo und bin Zweitvorsitzende des IJM NRWs und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sag mal, Akadina, warum sitzen wir nochmal hier? Ich glaube, wir wollten über Schuschla reden. Ach ja, stimmt, da war ja was. Vielleicht fangen wir erstmal dann damit an, unseren Zuschauern zu erklären, was überhaupt Schuschla ist. Schuschla ist ein von uns gegründetes Tanzprojekt, wo wir professionell unsere Tanzvideos aufnehmen und auf YouTube reinstellen. Das hört sich mega interessant an. Ich bin richtig gespannt. Wir haben es schon gesehen, Leute, es ist richtig gut geworden. Aber ich glaube, die meisten von euch und auch ich wissen vielleicht gar nicht so genau, was bedeutet Schuschla wirklich, also wortwörtlich. Schuschla kann man sich so drunter vorstellen wie im Englischen Shake It oder auf Deutsch Beweg dich. Wir sagen das gerne, wir schreien das gerne in die Tanzrunde und sagen dann Schuschla und versuchen dann nochmal so die Stimmung aufzuheizen und und alle Leute freuen sich und tanzen dann mit mehr positiver Stimmung. Mit mehr Elan auf jeden Fall, Leute. Das ist der Moment, wo wirklich alle ausrasten und es losgeht. Genau, vielleicht auch, um euch nochmal mitzunehmen, wie genau war nochmal unser Prozess? Also es war ein langer Prozess, aber was haben wir genau gemacht, um Schuschla ins Leben zu rufen? Ich bin gebürtig aus Dresden und die assyrische Community da ist wirklich wenig bis kaum. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind als Familie eingeladen auf eine Hochzeit und wir sind nach Berlin gefahren. Und es begann damit, dass meine Cousine und ich die Tänze gar nicht kannten. Und es gab einen Tanz, der ist uns extrem aufgefallen, Peder oder vielleicht auch bekannt als Bagir, den wir so gar nicht kannten und noch nie gesehen haben. Und wir wollten den unbedingt lernen. Wir fanden den so toll. Wir sind dann zu Hause angekommen und dann haben wir versucht durch YouTube und wir haben das Lied herausgefunden, aber nicht wirklich, wir konnten nicht wirklich herausfinden, wie geht der Tanz. Und das hat dann schon angefangen. Es hat uns so gefehlt, so eine Art Tutorial, Know-how, wie. Genau. Und das ist extrem witzig, dass du das sagst, weil als wir zwei gesprochen haben, Akadina, ist uns auch aufgefallen, ich hatte eine ähnliche Story. Genau. Und zwar, haben wir, also ich bin schon länger im IJM dabei und da haben wir auch ein Sommerferienlager, das sogenannte Camp Ashur, Schleichwerbung, Leute. Ja. Und dort hatten wir jeden Tag Tanz-AGs und wir haben den Jugendlichen und Kindern dort diese Tänze beigebracht, die für die total wertvoll waren und denen einen Moment einfach der Identifikation auch gegeben haben. Und die sind dann nach Hause gegangen und wenn sie im Elternhaus diese Tänze nicht beigebracht bekommen haben, dann haben sie die natürlich vergessen. Und dann im Nachgang mit denen zu schauen, woher sie das Know-how kriegen, diese Tänze wiederzuerlernen, war wirklich schwierig. Deswegen glaube ich, ist jetzt Schuschla auf jeden Fall ein gutes Projekt, um dem entgegenzuwirken. Ja, und danach habe ich einen Anruf von dir bekommen. Und es gab gute Nachrichten. Genau, es gab gute Nachrichten, weil ich mitbekommen habe, dass es eine Ausschreibung für ein Projekt gab. Erinnerst du dich? Von der DJO NRW. Es hieß, ey Leute, ihr könnt zum Jahresmotto Histories, Geschichten vom Ankommen, Projekte entwickeln. Und wir beide hatten Schuschla, damals hieß es noch gar nicht so, aber voll auf dem Schirm und dachten uns, jetzt ist der Moment, jetzt müssen wir es machen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte 1000 Ideen und ich habe dich voll gespammt. Maya, wir können das machen, wir können so und so. Und du einfach nur so, ja, okay, wir machen das. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Und so ist Schuschla entstanden, im Rahmen dieses Jahresprojektes zum Thema Ankommen. Und ich glaube, darüber werden wir ja gleich auch noch mal reden, was genau Schuschla mit Ankommen zu tun hat. Was ich bei dem Projekt so cool fand, Maya, war, dass wir uns die Arbeit sozusagen aufgeteilt haben. Ich habe das Inhaltliche gemacht und du den ganzen Rahmen. Du hast gerade eben schon davon gesprochen, Thema Ankommen. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie hast du das Verbot Schuschla mit Ankommen? Ich glaube, ich alleine war es ja gar nicht. Das haben wir auch zusammen gemacht und haben überlegt, okay, wie passt unsere Folklore oder generell das Tanzen zum Thema Anpassen, Ankommen und auch zu dem Thema Geschichten. Und da waren wir eigentlich relativ schnell bei irgendwie 100 Sachen, die uns eingefallen sind, aber vor allem verschiedene 5 Ebenen, würde ich sagen, sind bei uns ja total hängen geblieben. Voll. Und die erste Ebene, daran erinnere ich mich noch gut, war, als du gesagt hast, boah, wenn ich tanze, ich vergesse einfach alles. Und dieses Ankommen im Moment ist, glaube ich, ein total wertvolles Ankommen, dass man einfach den Moment genießt und ihn auch auslebt. Und das in unserem Fall natürlich mit unserer assyrischen Folklore. Ja. Was für mich das Ganze auch besonders macht, es gibt mir auch so eine Art Selbstbewusstsein. Ich fühle mich
viel sicherer, wenn ich den Tanz kenne und in einer Gruppe reinkomme und dann schon direkt mittanzen kann. Und somit baut sich auch vielleicht direkt die Beziehung auf zueinander. Voll, das ganze Wir-Gefühl, ich glaube vor allem in unserer Kultur, auch in anderen Kulturen natürlich, ist ja auch durch dieses Gruppentanzen in Ketten geprägt. Und dieses Zusammenkommen, zusammen feiern ist auf jeden Fall nochmal ein Ankommen für sich, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, wo wir aber auch angekommen sind als AJM NRW, ist jetzt der digitale Raum. Unser YouTube-Channel wird dadurch auf jeden Fall sehr, sehr gut befüllt werden in den nächsten Jahren hoffentlich. Und genau, ich glaube, wir hatten aber noch mehr Ebenen des Ankommens, oder? Ja, ich glaube, dazu gab es auch noch eine Geschichte dazu. Du hattest mal vor Jahren erzählt, dass du im Ausland warst. Und vielleicht willst du weiter erzählen. Genau, also ich glaube, das Gespräch, das wir darüber hatten, war, als wir mit dem AJM auch im Ausland waren und das Tanzen uns wirklich weltweit, egal wo wir waren, vernetzt hat. Wir waren auf dem Roten Platz in Moskau und haben Baguette getanzt. Wir waren auf dem Santa Monica Pier in Amerika und haben dort Gubare getanzt. Und das unabhängig, also wir kannten die Menschen davor gar nicht. Aber wir sind in dem Moment angekommen, wir sind aber auch in dieser Gruppe angekommen und auch in der Kultur der entweder dann assyrischen Russen oder assyrischen Amerikaner. Es war auf jeden Fall mega interessant. Auch unabhängig vom Ausland, fallen dir noch Geschichten an vom Einkommen? Wir haben schon 2 Geschichten gehört, aber fallen euch welche ein? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren und vielleicht können wir irgendwelche Gemeinsamkeiten teilen oder auch Unterschiede. Wir sind total gespannt auf eure Geschichten. Aber Arkadina, wenn wir noch mal ganz zurückdenken an den Anfang, da haben wir uns überlegt, okay, was sind unsere Ziele mit diesem Projekt? Was waren das nochmal? Ich glaube, unser Grundziel war Erhaltung der assyrischen Kultur. Wobei auch das Ganze zusammenhängt mit der Digitalisierung und somit immer wieder auffindbar ist. Wir wollten das Ganze nachhaltig gestalten, sodass unsere Tänze auch nicht mehr verloren gehen, aber auch für alle erreichbar sind. Es geht dabei nicht nur um den Tanz allein, Maya. Es geht auch dabei um die Musik, die Instrumente, die Texte. Meiner Meinung nach, und so wie ich das jedes Mal höre und verstehe, erzählt jeder Tanz seine eigene Geschichte. Auf jeden Fall. Und nicht nur der Tanz, sondern wie du gerade auch gesagt hast, auch die Lieder. All unsere Lieder erzählen Geschichten, und zwar davon, wie das Leben für AssyrerInnen war, zu der jeweiligen Zeit, wo das Lied aufgenommen wurde. Und ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, damit bewahren wir auch ein bisschen Kulturgut. Ich hoffe. Ich glaube schon, dass wir das geschafft haben. Ich hoffe zumindest auch. Aber unser Ziel war es auch, das nicht nur für AssyrerInnen und Assyrer zugänglich zu machen, sondern auch für Nicht-AssyrerInnen und Assyrer, damit auch diejenigen, die diese Musik hören, diese Tänze tanzen, sich ein wenig in uns hineinversetzen können und im Idealfall auch die Lieder irgendwann verstehen. Oder wer weiß, vielleicht kriegen wir dafür auch noch Übersetzungen hin. Was wir dazu beigetragen haben, dass wir verschiedene Untertitel auch haben, das auf jeden Fall das vereinfachen soll. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Feedback auch unserer Zuschauerinnen und Zuschauer aussehen wird. Bin mir aber sehr sicher, dass wir in irgendeiner Form was Besonderes geschaffen haben. Würde dich aber auch gerne fragen, was Shushla für dich besonders macht. Ich würde sagen, unsere Ziele sind schon besonders genug. Mir würde aber jetzt noch einfallen, dass die Menschen, die dazu beigetragen haben zum Projekt, auch besonders sind. Angefangen bei den ehrenamtlichen Tänzern, die sich eine Woche vorher zusammen getroffen haben, zusammen geprobt haben und am Drehtag auch fleißig dabei waren. Definitiv. Also ein großes Danke dafür. Ja, jetzt, wo du von wundervollen Menschen sprichst, wir haben auch international wirklich sehr viel Unterstützung erfahren. Wir wollen uns bedanken. Thank you very much, Monette, who's living in Great Britain in the UK and supported us, our project, with nothing less than the whole logo and corporate design. I think we can give you a big hands up for that one. Stimmt, du hast auch was mitgebracht, oder? Genau, ich habe auch was mitgebracht. Also vielen Dank an Monette aus England, die unser Logo und das komplette Shushla-Design auf die Beine gestellt hat, ehrenamtlich. And another big thank you, spasiba, goes to Russia, to Dalilia, who did these beautiful yalokhiate. Ein großes Dankeschön auch nach Russland an Dalilia, die uns diese wunderschönen assyrischen Tanztücher per Hand gemacht hat. Und ein weiteres großes Danke geht an Martin und sein Team, das uns wirklich engagiert und flexibel und fleißig supportet. Also auch für dich einmal ein großes Danke. Auf jeden Fall. Und weiter geht's mit den Dankesworten auch an IDEO NRW, den Landesjugendring NRW und das Ministerium für Familie, Kinder, Flüchtlinge und Integration, das dieses Projekt überhaupt ermöglicht hat und uns finanziell unterstützt. Aber jetzt noch eine Frage, Maya, für die Zuschauer. Was sind unsere Ziele für die Zukunft?
Unsere zukünftigen Ziele hängen davon ab, was unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sehen wollen. Aber ich glaube, wir hatten auf jeden Fall schon überlegt, dass es total super wäre, Kooperationen einzugehen mit assyrischen, aber auch nicht assyrischen Organisationen, die auch Folklore-Tänze tanzen. Und das natürlich gerne hier in Deutschland, aber auch im Ausland. Hiermit seid ihr auch eingeladen, beziehungsweise ihr müsst uns unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, abonnieren, liken, kommentieren. Gebt uns gerne euren Support und was ihr als nächstes sehen wollt. Welche Tänze wollt ihr als nächstes sehen? Und ich würde euch wirklich empfehlen, den Kanälen zu folgen, denn wenn ihr gerne gewinnt, haben wir einige Gewinnspiele für euch im Petto. Oh oh. Bis dahin, Taudi Sagi. Dankeschön. Basime Raba und bis bald. Bye bye.